Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, und heute nehme ich euch mal mit in die Natur, an einen Ort, über den selbst einst der berühmte deutsche Schriftsteller Theodor Fontane schrieb. Und unter anderem gibt es ja auch eine interessante Legende, die diesen ganzen Ort umfasst. Und ich dachte, ich erzähle euch die heute einfach mal, daher ich sowas auch immer ganz spannend finde. Also viel Spaß! Meine heutige Reise führt mich ins idyllische Blankensee, südlich von Berlin. Hier, auf dem Kapellenberg am Kressinsee, soll einst eine beeindruckende gotische Kapelle gestanden haben. Heute sind ihre Überreste leider nicht mehr wirklich sichtbar, doch die Legenden leben weiter. Für das Video habe ich mich entschieden, zu einer anderen gotischen Kapelle zu wandern, welche sich weiter westlich des Kapellenberges an einem kleinen See befindet. Es könnte sein, dass auch diese Kapelle Teil der alten Geschichten war, aber das ist nicht eindeutig geklärt. Fontane beschrieb die Ruinen der Kapelle noch in seiner Zeit. Erst über ein breites Brachfeld hin und bald danach einen Waldweg hinauf erreichten wir die Kuppe des Kapellenberges und betraten den alten Bau, der seinerzeit diesem Berge den Namen gegeben hat. 2 Wände sind eingestürzt, 2 stehen noch. Durch diese Beschreibung ist es für uns heute ein leichtes, sich die Kapelle vorzustellen. Es gibt die verschiedensten Versionen der Sagen um den geheimnisvollen Schatz der Kapelle. Man erzählt sich, dass in diesen Ruinen ein großer Schatz vergraben liegt. Immer wieder sollen blaue Flämmchen gesehen worden sein, die den verborgenen Schatz verraten. Es gibt sogar einen Bericht von einem Mann aus Blankensee, der tatsächlich etwas von diesem Schatz erhalten haben soll. Der Mann sah, den Erzählungen nach, in den alten Gemäuern einen Haufen gekochter Krebse. Er nahm daraufhin einige von ihnen mit nach Hause, um sie seiner Frau zu zeigen. Doch als wären die Krebse nicht schon kurios genug, verwandelten sie sich in reine Goldstücke. In den Sagen erzählt man sich auch oft von einem alten Boxdornstrauch, der die linke Ecke der Kapelle überwuchert haben soll. Noch im letzten Jahrhundert ritt ein Herr von Thüm im schnellen Galopp aus Berlin herbei, ließ Bauern und Tagelöhner wecken und zog in langer Kolonne den Berg hinauf, um unter dem Boxdornstrauch zu graben. Doch trotz aller Anstrengungen blieb der Schatz unentdeckt. Und auch der Herr von Thüm musste seine Suche schließlich aufgeben, genauso wie sein Ahnherr, der alte Kreisdirektor von Thüm, hunderte Jahre zuvor. Die Sage des alten Kreisdirektors berichtet, dass die Schatzsucher am 3. Tag ihrer Grabung auf eine eiserne Tür mit einem Schlüsselloch stießen. Durch das Schlüsselloch sahen sie eine Braupfanne gefüllt mit Gold, bewacht vom Bösen selbst. Unerschrocken begann der Kreisdirektor mit dem Bösen zu verhandeln, indem er Briefe schrieb. Ich ersuche euch um eine Verhandlung über die Bedingungen zur Freigabe dieses Schatzes. Eure Forderungen und Bedingungen mögen hoch sein, doch ich bin bereit, über einen angemessenen Austausch zu verhandeln. Ein Mann namens Ebel brachte die Briefe jede Nacht auf dem Kapellenberg und fand stets eine Antwort vom Bösen sowie einen Münzgroschen als Botenlohn. Schließlich bot das Böse dem Kreisdirektor an, ihm den Schatz zu überlassen, verlangte jedoch den Briefträger Ebel und den Seearm, der Lanke genannt wurde, als Gegenleistung. Der Kreisdirektor lehnte ab, da er wusste, dass dies Menschenleben kosten würde. So blieb die Braupfanne voll Gold ungehoben und liegt noch immer tief verborgen im Kapellenberg. Ein weiterer Aspekt der Legende erzählt von einem alten Schäfer, der eines Tages, während er seine Schafe hütete, ein tiefes Loch in der Kapelle entdeckte. In diesem Loch befand sich eine offene Tür, die er vorher nie bemerkt hatte. Als er hineinschaute, sah er alte Mönche an einem Tisch sitzen, die sich mit Solospiel die Zeit vertrieben. Eine weitere faszinierende Legende, die sich um die Kapelle bei Blankensee rankt, ist die Geschichte der Glocken. Diese 3 historischen Glocken, die die Inschriften Orex Gloriae Christe Venicum Pace und die Jahreszahlen 1408, 1412 und 1517 tragen, sind tief in der lokalen Folklore verwurzelt. Eine dieser Glocken wurde im sogenannten Sande, einem Stück Land unweit des Dorfes, von einer Sau aus dem Boden gewühlt. Seitdem summt die Glocke ein geheimnisvolles Lied. Es heißt, dass diese Glocken ursprünglich zur Kapelle auf dem Kapellenberg gehörten und dorthin gebracht wurden, als die Kapelle zerfiel.
Andere Geschichten behaupten jedoch, dass die Glocken ein anderes Schicksal erlitten. Während einer großen Sintflut, die die Kapelle zerstörte, sollen die Glocken in den nahegelegenen See gesunken sein. Noch immer sollen sie dort auf dem Grund des Sees liegen. Ein Fischer, der einst in diesen Gewässern fischte, berichtete, er habe eine dieser Glocken gesehen. Plötzlich spürte er einen gewaltig schweren Gegenstand in seinem Netz. Als er fluchte, erschien die Glocke an der Wasseroberfläche und sprach die Worte: Anne Susanne nimmermehr Tolanne. Doch kaum waren diese Worte verhallt, versank die Glocke wieder in den Tiefen des Sees und wurde nie wieder gesehen. Die Legenden des Schatzes des Kapellenberges bleiben weiterhin ein ungelöstes Mysterium, das unsere Vorstellungskraft anregt und uns dazu einlädt, die Geheimnisse der Vergangenheit weiter zu erforschen. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja eines Tages wirklich der legendäre Schatz, verborgen seit Jahrhunderten, wartend auf seine Entdeckung.